Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Fly Universe Video. Heute gucken wir uns wieder Fly Universe Werbungen an, die jetzt vor allem neu sind für den FWC 2026 Server. Aber generell auch historisch können wir uns ein paar angucken. Hier sind nämlich auch alte Werbungen drinnen, die ich so noch nie gesehen habe, oder ältere. Also hier steht zwar überall auch das Datum, seitdem sie ausgeliefert werden. Es ist alles eigentlich seit dem 20.03., glaube ich. Es war, glaube ich, kein früheres Datum dabei. Aber manche Werbungen, bin ich mir ziemlich sicher, sind schon eher älter und werden halt nur immer wieder neu eingestellt, schätze ich mal. Jetzt aber auch brandneue Werbungen zum FEC. Logischerweise machen sie da extrem viel Werbung. Gibt auch einen neuen Werbespot, Trailer, whatever. Und wie man sehen kann, es sind 25 Stück. Also sie machen echt viel Werbung. Das ist ja das, was ich auch die ganze Zeit im Stream sage, dass das Spiel unfassbar viel Werbung macht, weil immer wieder das Argument kommt, oh, wir haben keine neuen Spieler und so. Und erstens stimmt es nicht, wir haben sehr viele neue Spieler. Und zweitens machen die so viel Werbung, ist es eigentlich unmöglich, dass da keine neuen Spieler dazukommen. Es ist faktisch unmöglich. Und das hier sind lustigerweise auch nur die Werbeanzeigen in Deutschland. Ich habe jetzt nicht für andere Länder geguckt. Hier oben könnte man auch noch andere Länder suchen. Ja, aber ich denke mal, sie machen schon größtenteils die gleichen Werbungen, weil es ist ja auch auf Englisch, es ist ja nicht mal auf Deutsch dann übersetzt worden. Also schätze ich mal, wird es überall auf Englisch sein. Und genau, dann hätte ich gesagt, gucken wir es einfach mal an. Also die ersten beiden hier, die haben wir uns beim letzten Mal schon angeguckt, die sind auch ziemlich langweilig eigentlich, genau. Hier sitzt der aktuelle Werbespot für den FEC 2026. Jetzt muss ich nur kurz gucken. So. Ja, dann würde ich sagen, schauen wir mal. Okay, also. Das ist die beste Fly Universe Werbung, die ich jemals gesehen habe. Ich meine, eigentlich ist einfach nur die Musik gut. Ich habe gar nicht wirklich auf die Werbung geachtet, es ist einfach nur die Musik gut. Außer tausendmal besser als der Trailer, den sie auf die Website hochgeladen haben, oder? Im Endeffekt ist es fast das Gleiche, aber irgendwie auch nicht. Wobei es ein sehr starker Fokus auf den PvP-Aspekt hat, muss man sagen, wofür sich ja eigentlich kaum jemand interessiert, aber gut, das weiß ja niemand, der die Werbung sieht. Genau. Ja, wow, ich bin tatsächlich sehr positiv überrascht. Okay, das war doch mal erfrischend. Ich weiß nicht, bis wenn ich hier draufklicke, wird dann direkt, ja, dann kommt direkt die Weiterleitung tatsächlich. Ich weiß nicht, wie ich mir die Bilder hier anders angucken kann. Hier kann man sich es nochmal angucken. Oh, es gibt mehrere Versionen dieser Anzeige. Aber die sind ja dann auch alle hier drin, oder? Nee, sind sie nicht. Oh, hold up. Oh. Aha. Das ist ja auch, diese Seite ist ja Gold wert. Okay, was haben wir hier noch? Das ist die mit denen. Okay. Ja, bei den Bildern, ich würde sagen, schauen wir uns erst die Trailer an, dann zoome ich bei den Bildern einfach ein bisschen rein, keine Ahnung, wie man sich den groß angucken kann. Also das eine war jetzt hier FEC 2026 Voranmeldung mit 2-fach XP, 1,5-facher Verbesserungsrate. Das stimmt ja gar nicht, das ist ja nur 1,5-fach für Ultimate, ne? Alles andere müsste 2-fach sein. Oh, uiuiui. Uiuiui. Hier gibt es auch verschiedene, aber das sind wahrscheinlich nicht alles Trailer, oder? Doch, das sind auch alles Trailer? No way. Das heißt, hier gibt es auch verschiedene Versionen? Okay, die haben wir uns jetzt gerade angeschaut, oder? Genau. Oh, ja, aber da passiert nichts, wenn ich da draufklicke. Okay, ich habe es nicht ganz gecheckt. Er sagt zwar, es gibt 4 verschiedene Versionen, aber irgendwie ist es nur hochkant und quer, glaube ich. Und es startet kein neues Video, wenn ich auf was Neues klicke. Also ich glaube, es ist einfach eine andere. Es ist immer der gleiche Trailer, nur in einem anderen Format wahrscheinlich. Anders kann ich es mir jetzt zumindest nicht erklären. Battle for your nation. Ja, gut, war im Endeffekt das Gleiche, muss man sagen. Gab es da keinen so großen Unterschied eigentlich, okay. Genau, dann, okay, hier ist noch einer. Hier ist noch ein FEC-Trailer. Das ist auch wieder, das sieht aber fast genauso aus wie der andere. Nee, das ist, nope, das ist wieder das Gleiche, okay.
warum ist das dann ein neuer Beitrag? Das ist doch dann das Gleiche. Ja, also sind wahrscheinlich schon die Anzeigen, die hier angezeigt werden, sind auch die verschiedenen Versionen zeitgleich. Okay. Ja, ich arbeite das erste Mal mit dieser Website, deswegen. Okay. Dann müssen wir mal gucken. Können wir hier die Trailer schon? Oh, das sieht doch neu aus. Das sieht doch neu aus. Das habe ich noch nicht gesehen. The Joy of Fighting and Healing. Play free. Achso, jetzt ist es wieder abgeschnitten. Okay, das gefällt mir nicht. Weil das ist wie diese ersten Werbungen, die wir uns angeguckt haben, so. Erstens mal, was ist das für eine abgefahrene Schriftart? Also, oder ja, für eine Schrift, dass die in 2 verschiedenen Zeilen stattfindet. Aber dann einfach, also halt Magician, dann Jester, dann Arcanist. Also du springst von First, Second, Third Job, aber nicht alle Klassen, sondern einfach voll random. Nach dem Arcanist kommt Elementor. What? Hättest der da den Psykeeper nehmen können. Und dann Blade, Mercenary. Einfach komplett zusammenhanglos einfach. Und auch hier Wake Up the Adventure Again. Mein gut, okay, das bezieht sich wahrscheinlich darauf, dass Flash Universe halt eine Neuauflage ist. Okay, ja gut, das hat mir jetzt echt nicht gefallen. Das war keine gute Werbung. Ja, das ist die mit dem Psykeeper Cringe, die kennen wir, die haben wir uns letztes Mal angeschaut. Was ist das hier? Oh, die kennen wir auch, oder? Oh nein! Oh mein Gott, nein. Was haben sie da gemacht? Nein. Oh mein Gott. Blue Screen. Also, was sie auf jeden Fall besser machen, ist, die Musik ist viel besser. Auf die Musik habe ich letztes Mal gefühlt gar nicht geachtet, weil die Trailer, die Werbungen waren so ablenkend, sagen wir mal so, dass ich gar nicht auf die Musik geachtet habe. Die Musik ist relativ gut. Der Trailer, naja, oder was heißt Trailer? Werbung ist das hier, was wir uns angucken. Ich meine, das Konzept mit Bluescreen finde ich gar nicht so schlecht, weil tatsächlich bei Flive PC, also wer zumindest meine Videos und meine Geschichte kennt, ich hatte extrem viele Bluescreens mit Flive PC und an meinen alten Rechnern sowieso. Deswegen ist das tatsächlich ein ganz guter Aufhänger, wo man die Leute mit ein bisschen catchen kann. Danach allerdings ist es wieder ziemlich zusammenhanglos und naja. Ich meine, das Ende ist okay, sag ich mal, dieser Endscreen. Aber das hier random dann einfach im Volcano-Dungeon von Mushpeng, das ist irgendwie einfach ein bisschen random. Genau. Also das hier kennen wir schon. Und dann, genau, das hier unten habe ich gesehen. Das ist auf jeden Fall was Neues. Das ist das Chicken-Ding. Dann das hier kennen wir nicht. No stress. Be happy. Voice-Over? Ist das AI-Voice-Over oder ist wirklich jemand eingesprochen? Ich glaube, es ist AI. Ich glaube, es ist AI. Schauen wir nochmal. Also das ist auf jeden Fall das Erste. Okay. Dass die mal mit Voice-Over arbeiten, ist interessant. Aber jetzt nicht wirklich, ja, das ist auch nicht wirklich gecatcht. Dann das hier kennen wir, glaube ich, auch nicht. Boah, Alter, wie viele Werbungen haben die eigentlich? Das ist ja geisteskrank. Oh.
Oh. Oder? Nee. Okay, es hat so ähnlich angefangen. Es war so ähnlich wie diese eine Werbung, die wir gesehen haben. Aber da war zum Beispiel das Eichhörnchen nicht dabei, das so ausgerastet ist, genau. Die war zwar dabei, deswegen dachte ich auch kurz, genau. Das, ja. Ich weiß nicht, was das Over the Moon bedeuten soll, keine Ahnung. Ja, finde ich jetzt auch wieder nicht so gut, muss ich sagen, weil es auch einfach wieder ein bisschen random einfach ist. Das Ende der Komplexität. Adventure End. Bin ich blöd oder bin ich blöd? Was soll das bedeuten? Adventure End? Vielleicht so ein Sprichwort oder so, das ich nicht kenne. Was zum Teufel soll das bedeuten? Ja, keine Ahnung. Ach so, die Überleitung. Ach, jetzt check ich's. Ja, weil das so lange angezeigt wird, deswegen ist das ja, wie lange wird denn das angezeigt, ey? Das ist ein Viertel von dem Werbespot, ist nur dieser Screen. Okay, also sagen quasi das Ende der Komplexität, Abenteuer und dann ist eine 3-sekündige Pause. Download free. Das ist es. Da musst du erstmal drauf kommen, ey. Okay. Auch wieder, die Musik ist mit Abstand das Beste an dem Trailer, definitiv. Und dann haben wir noch einen letzten, und zwar den hier. Und der ist mir vor allem deswegen aufgefallen, weil ja wahrscheinlich viele von euch wissen, habe ich einen Zweitkanal, wo ich nur Genshin Impact Videos hochlade. Und das hier ist ein Genshin Impact Charakter. Und zwar Klee. Und ich weiß nicht, ob Genshin Impact das weiß, dass dieser Charakter in dieser Werbung hier vorkommt. Zumindest sieht sie extrem aus wie Klee. Könnte auch ein anderer Charakter sein, aber ich bin mir ziemlich sicher. Ich meine, ja. Sehr, sehr sicher. Okay, das ist im Endeffekt ein Remake von dem vom letzten Mal. Sie haben eigentlich nur den Anfang geändert, der jetzt ein bisschen besser ist, schätze ich, weil er logischer ist. Sie zeigen quasi klassische Download-Games und sagen dir dann quasi, yo, Half-Life Universe kannst du auch am PC spielen, aber musst es nicht runterladen. Ich meine, ist ein besseres Konzept auf jeden Fall. Also es ist, scheint so, als wäre ich nicht der Einzige gewesen, der es nicht so super gut fand, was sie da gemacht haben bisher. Dann kann man auch hier gucken, wie gesagt, jetzt kann ich ein bisschen ranzoomen. Mal schauen, ob das funktioniert. Oh yeah, sehr gut. Ja, keine Ahnung, wie man die Bilder in groß öffnet. Genau, das ist jetzt die FEC-Werbung wieder. Wieder mit irgendwelchen komischen Figuren, die so im Spiel gar nicht existieren. Also das hier ist das Mare-Set Magician und das hier ist das Warlord-Set. Davon gibt es dann auch wieder verschiedene Versionen. Das ist die Mobile-Version wahrscheinlich. Alter. In-game. Das ist auch eine Mobile-Version. Na gut, eigentlich ist das alles Mobile, oder? Ah, ne, das erste war PC, genau. Okay. Uff. Genau, das war das. Dann das hier ist auch eine FEC-Anzeige. $110.000, die Ultimate Prize mit einem Kolosseum im Hintergrund. Auch wahrscheinlich nur in verschiedenen Dingern. Oh, okay, die sollten sie vielleicht löschen. Das ist einfach nur der Anfang von einem Trailer verzerrt. Dann das hier ist eine allgemeine Werbung mit, das ist Kalgas tatsächlich. Kalgas, What's Your Decision? Boss Fight oder Runaway? Ich meine, es ist nicht wirklich Kalgas. So sieht Kalgas eigentlich nicht aus, aber vom Design her kann es nur Kalgas sein, weil es ist auf jeden Fall nicht Meteo. Mhm. Okay, was haben wir hier noch? Hunting Bosses and with
with Memories. Ist das ist Ding, Storm Peak. Ah ja. Wow, okay, das sieht tatsächlich gar nicht so schlecht aus. Dann, was haben wir hier noch? One Universe Global Play. No Download. No Download? No Stress. Oh, No Stress steht hier aber gar nicht. Tatsächlich, das ist eine Anzeige, wo ausnahmsweise mal nicht No Download, No Stress steht. Das ist einfach nur No Download. Hier haben wir noch eine It's Easy and Fast Anywhere. Okay. Okay, ich muss sagen, das, also vor allem die Magierin sieht ziemlich cool aus, dass die so aus dem Handy kommt. Ich weiß hier oben auch, aber das hier sieht viel besser aus. Das sieht tatsächlich richtig gut aus, was wirklich aussieht, als würde sie aus dem Handy rausfliegen, tatsächlich. Wow. Das muss ich sagen, das würde mich wahrscheinlich schon catchen, wenn ich das sehen würde. Für ein paar Sekunden zumindest. Das ist wieder die FEC-Werbung. Das ist die gleiche, die wir schon gesehen haben, ne? Ja. Die haben wir schon gesehen. Okay, No Download, das ist das, was wir auch schon beim letzten Mal gesehen haben. Dann das hier ist das von dem Trailer nochmal als Bannerwerbung. The Joy of Fighting and Healing. Diese Überschriften und diese Texte, die sind halt mit das Schlimmste eigentlich, weil das halt einfach, was soll denn das bedeuten? The Joy of Fighting and Healing. Das ist ja nicht mal der Slogan von dem Game. Was soll das sein? Also das ist tatsächlich ein bisschen anstrengend. Ja, genau, die anderen sind dann wieder das Gleiche, beziehungsweise das, was wir schon kennen. Ja, auf jeden Fall, danke fürs Zuschicken oder Bescheid sagen, dass es neue Werbungen gibt. Könnt ihr mir gerne mal sagen, beziehungsweise werde ich das jetzt vielleicht auch öfter mal abchecken, einfach jetzt, wo ich weiß, wie man danach sucht, tatsächlich. Ja, also ich denke, es gibt immer noch Verbesserungspotenzial. Ich finde aber tatsächlich, es besser als letztes Mal. Ich meine, vor allem die Musik war gut und der Fokus auf dem FEC ist halt der Vorteil, naja, also vor allem beim FEC halt, dass sie einfach halt Szenen vom oder vom letzten FEC oder von den letzten FECs zeigen und dann insgesamt halt da einfach mehr Inhalt haben, der auch tatsächlich das Spiel oder zumindest dieses Event auf jeden Fall repräsentiert, als irgendeinen zusammengewurschelten Firlefanz, der überhaupt nicht zusammenpasst, wie manche Trailer, wo du halt, also ich glaube, der schlimmste Trailer, ich meine zugegebenermaßen, der war schon echt schlecht. Magician, Jester, Arcanist, Elementor, Blade, Mercenary. Okay, und was haben die miteinander zu tun? Wo ist der Zusammenhang? Einfach random Klassen aufgelistet. Und ich meine, wenn du Klassen auflistest, dann listest du doch nicht Arcanist und Elementor und vor allem auch noch direkt hintereinander. Das ist die gleiche Klasse. Das ist dasselbe Ding. Da gibt es fast keinen Unterschied. Also das ist schon, naja. Aber ja, auf jeden Fall waren das die neuen Werbungen sozusagen von Flive Universe, zumindest von Meta. Bei Google kann man das wahrscheinlich auch noch irgendwie nachgucken, aber wir sind schon relativ lang dabei, deswegen würde ich einfach sagen, danke euch fürs Zuschauen. Und wie hat euch die Werbung gefallen? Ja, schreibt es mir gerne in die Kommentare und schaut im Livestream vorbei, Twitch-Links in der Videobeschreibung. Bis dann, haut rein und ciao, ciao.